Der Rauchmelder schreit. Es ist kein harmloser Piepton. Es ist ein aggressives, durchdringendes Heulen. Und was macht dein Gehirn? Es sucht nach Ausreden. Vielleicht ist es nur der Dampf aus der Dusche. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben gerade 18 Sekunden verloren. 18 Sekunden, die darüber entscheiden, ob Sie auf eigenen Beinen aus dem Haus kommen oder in einem Leichensack. Hier ist die bittere Wahrheit, die Ihnen niemand erzählt, wenn Sie eine Hausratversicherung abschließen. Ein Hausbrand verdreifacht sein Volumen alle 45 Sekunden. Minuten, nicht Sekunden. Das ist eine exponentielle Wachstumskurve, die Sie live in Ihrem Wohnzimmer beobachten können. Mathematik lügt nicht. Sie tötet nur diejenigen, die sie ignorieren. Moderne Häuser brennen 7-mal schneller als Gebäude aus den 70er Jahren. Der Grund? Alles ist synthetisch. Ihr Sofa, Ihre Vorhänge, Ihr Laminatboden. Alles sind Erdölprodukte, die beim Verbrennen giftige Gase freisetzen. Cyanwasserstoff, Kohlenmonoxid, Phosgen. Sie ersticken, lange bevor die Flammen sie erreichen. 85% der Brandopfer sterben nicht durch das Feuer, sondern innerhalb der ersten 180 Sekunden an einer Rauchvergiftung. Aber hier wird es interessant. Die 7%, die überleben, wissen 5 Dinge, die die anderen nicht wissen. Ein 5-Schritte-Protokoll. Keine Emotionen, nur angewandte Physik. Sind Sie bereit? Dann hören Sie auf zu scrollen und lernen Sie, was Ihre Familie am Leben hält, während die Welt um Sie herum brennt. Das ist keine Empfehlung, sondern eine physikalische Regel, um zu überleben. Regel 1. Das Feuer ist nicht dein Feind, der Rauch ist es. Die größte Lüge, die dir Hollywood verkauft hat, dass Flammen der Killer sind. Komplett falsch. Rauch tötet 12-mal effizienter. Hier kommt die Wissenschaft. Bei 180 Grad Celsius, der Durchschnittstemperatur in einem brennenden Zimmer, verätzt ein einziger Atemzug deine Lungenbläschen. Sofortige chemische Verbrennung der Atemwege. Du kollabierst. Aber Rauch ist heimtückischer. Über 3700 chemische Verbindungen. Kohlenmonoxid bindet 210 Mal stärker an dein Hämoglobin als Sauerstoff. Dein Blut transportiert Gift statt Lebensenergie. Dein Gehirn schaltet in 120 bis 180 Sekunden ab. Verwirrung, Orientierungsverlust, Ohnmacht, Exitus. Hier ist das Überlebensprotokoll. Sofort runter. Nicht gleich, nicht Moment noch. Sofort. Rauch steigt, weil heiße Gase eine geringere Dichte haben als kalte Luft. Grundlegende Thermodynamik. Die untersten 40 cm über dem Boden enthalten noch atembare Luft für 70 bis 110 Sekunden. Das ist dein Zeitfenster. Krieche, nicht gebückt gehen. Krieche wie ein Raubtier, Mund geschlossen, durch die Nase atmen. Falls du Stoff hast, befeuchte ihn mit Speichel oder Wasser und presse ihn vor Mund und Nase. Das H2O absorbiert wasserlösliche Gase wie Ammoniak und Schwefeldioxid. Keine Universallösung, aber es kauft dir 40 Sekunden. Würdest du 40 Sekunden gegen dein Leben tauschen? Die Mehrheit steht panisch auf, rennt aufrecht, inhaliert die toxische Wolke und sackt zusammen, bevor sie auch nur die Tür erreicht. Du nicht. Du bleibst bodennah. Du bewegst dich kontrolliert. Das ist keine Empfehlung. Das ist Überlebensphysik. Regel 2. Türen sind Ihre Brandschutzwände. Behandeln Sie sie auch so. Moderner Brandschutz funktioniert durch Unterteilung in Abschnitte. Jede geschlossene Tür in Ihrer Wohnung ist eine Barriere, die 45 bis 90 Minuten lang die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert. Ist sie offen? Dann wird sie zu einem Schornstein, einem Brandbeschleuniger. Luft strömt durch offene Türen und versorgt das Feuer mit frischem Sauerstoff. Mehr Sauerstoff bedeutet höhere Temperaturen und eine schnellere Ausbreitung. Grundkurs in Brandchemie. Protokoll. Bevor Sie eine Tür öffnen, überprüfen Sie sie mit dem Handrücken, nicht mit der Handfläche. In Ihrer Handfläche befinden sich zu viele Schmerzrezeptoren. Sie ziehen Ihre Hand reflexartig zurück und verbrennen sich trotzdem. Der Handrücken hat weniger Nervenenden und liefert Ihnen genauere Informationen. Ist die Tür heißer als 50 Grad Celsius? Öffnen Sie sie nicht. Hinter der Tür könnten sich überhitzte Gase befinden, die bei Kontakt mit Feuer oder Sauerstoff eine explosive Reaktion auslösen. Dies wird als Rückstoß bezeichnet. Wenn Sie die Tür öffnen, strömt Sauerstoff hinein. Die Temperatur erreicht den Flammpunkt und es kommt zu einer Explosion, die Ihr Gesicht trifft. Ist die Tür kalt? Öffnen Sie die Tür langsam seitlich, niemals von vorne. Knie dich auf den Boden und halte die Hand am Türgriff. Öffne die Tür einen Schwattchen Spalt breit. Wenn Rauch oder Hitze eindringen, schließe sie sofort wieder. Wähle einen anderen Weg. Ist die Luft sauber? Öffne die Tür vollständig, aber schließe sie hinter dir. Immer. Jede geschlossene Tür zwischen dir und der Brandquelle verschafft dir Zeit.
Zeit ist Leben. Die meisten Menschen rennen in Panik durch offene Türen und verwandeln ihre Häuser in einen Hochofen. Tun sie das nicht. Sie sind methodisch. Sie haben die Kontrolle. Sie überleben. Regel 3: Fenster sind keine Ausgänge. Sie sind Sauerstoffbomben. Ihr Instinkt schreit: Öffne das Fenster, hol frische Luft herein. Das ist ein tödlicher Fehler. Hier kommt die unerbittliche Thermodynamik ins Spiel. Feuer braucht 3 Komponenten: Brennstoff, Wärme und Sauerstoff. Entfernt man eine Komponente, erlischt das Feuer. Fügt man mehr hinzu, explodiert es. In einem geschlossenen Raum ist der Sauerstoff begrenzt. Das Feuer wird schwächer und beginnt zu schwelen. Wenn Sie das Fenster öffnen, strömt frischer Sauerstoff herein und die Temperatur steigt innerhalb von 10 Sekunden von 250 Grad Celsius auf 900 Grad Celsius. Alle Gegenstände im Raum fangen gleichzeitig Feuer. Protokoll: Öffnen Sie das Fenster nur, wenn es Ihr einziger Fluchtweg ist. Befinden Sie sich im 2. Stock oder höher. Springen Sie nicht einfach. Die Überlebensrate bei einem Sprung aus dem 2. Stock beträgt 55%, aus dem 3. Stock 8%. Sie würden sich die Knie, die Wirbelsäule und den Schädelbasisbruch zuziehen. Selbst wenn Sie überleben würden, könnten Sie sich nicht mehr bewegen, da das Gebäude über Ihnen zusammenbrechen würde. Alternative: Bereiten Sie ein Seil vor. Bettwäsche, Vorhänge, Elektrokabel. Verknoten Sie es fest. Testen Sie die Tragfähigkeit mit Ihrem Gewicht. Befestigen Sie ein Ende an einem stabilen Möbelstück, einem schweren Bett, einem Heizkörper, einem Türrahmen. Seilen Sie sich kontrolliert ab. Ja, das dauert seine Zeit. Ja, der Rauch kommt näher, aber Sie sind am Leben. Hast du kein Seil? Lehn dich aus dem Fenster, leg deine Hände auf den Rahmen, häng deinen Körper komplett heraus und reduziere die Fallhöhe um mindestens 1,8 Meter. Dann lass dich fallen. Du wirst statt 4,8 Meter nur 3 Meter fallen. Rolle dich beim Aufprall zur Seite. Das Prinzip des Parcours. Verteile den Aufprall auf deine Schultern und deinen Rücken. Wie oft hast du das schon ausprobiert? Noch nie? Interessant. Die meisten Leute springen ohne nachzudenken, landen auf ihren Füßen und ruinieren sich ihre Knöchel und Kniegelenke. Du nicht. Mit kontrollierter Biomechanik minimierst du den Schaden. Regel 4: Der Fluchtweg, den niemand benutzt. Die grausame statistische Wahrheit: 78% der Menschen, die bei Hausbränden ums Leben kommen, sterben in ihrem eigenen Zuhause. Nicht, weil eine Flucht unmöglich ist, sondern weil sie nicht wissen, wohin sie fliehen sollen. Rauch ist optisch undurchdringlich. Es ist völlig dunkel. Ihre räumliche Orientierungsfähigkeit geht innerhalb von 8 Sekunden verloren. Sie können sich nicht mehr daran erinnern, wo die verdammte Tür ist. Sie stoßen gegen Möbel. Sie fallen in den Ecken des Raumes zu Boden. Sie sterben 180 Zentimeter vor ihrer Rettung. Das Protokoll lautet: Heute Nacht kriechen Sie mit geschlossenen Augen durch Ihr Haus. Ich meine es ernst. Vom Schlafzimmer bis zur Haustür. Zählen Sie Ihre Kriechbewegungen. Fühlen Sie die Wände. Jede Ecke, jeden Türrahmen, jede Möbelkante. Ihr Gehirn erstellt eine taktile Karte. Ihr Muskelgedächtnis speichert dies. Wenn Rauch austritt und die Sicht gleich 0 ist, vertraue nicht deinen Augen. Vertraue der gespeicherten Motorprogrammierung. Dein Körper weiß automatisch, wenn du 6 Schritte nach links kriechst, erreichst du die Türklinke. Denke nicht nach. Vertraue einfach der gespeicherten Bewegung. 2. Punkt. Lege einen externen Sammelpunkt fest. Nicht irgendwo draußen. Genau. Der Briefkasten an der Straßenecke. Die Parkbank gegenüber. Jedes Familienmitglied kennt diesen Punkt auswendig. Der Alarm geht los. Alle begeben sich zu diesem bestimmten Punkt. Sie zählen die Person. Sie merken sofort, wer fehlt. Maria steht seit 3 Minuten am Treffpunkt. Sie verlieren keine Zeit mit der Frage: Wo ist Maria? 3. Üben Sie nachts. Brände entstehen um 2:37 Uhr, wenn Sie tief schlafen. Ihre kognitive Reaktionszeit ist dann 4-mal langsamer. Programmieren Sie Ihren Rauchmeldertest auf 3 Uhr morgens. Wenn der Alarm losgeht, stehen Sie auf. Gehen Sie nach draußen und versammeln Sie sich am Treffpunkt. Beschwert sich Ihre Familie. Großartig. Sich zu beschweren bedeutet, am Leben zu sein. Die Alternative wäre eine Beerdigung, bei der sich niemand beschwert, weil alle tot sind. Das sind harte Worte, aber die Thermodynamik macht keine Kompromisse. Regel 5. Draußen bleiben bedeutet draußen bleiben. Spielen Sie nicht den Helden. Die Psychologie, die Überlebende zu Opfern macht. Sie sind draußen. Sie merken, dass Ihre Katze, Ihr Laptop und Ihre Dokumente noch drinnen sind. Ihre Gefühle sagen Ihnen: Geh schnell rein. Sie gehen rein. Sterben Sie? Du hast es geschafft. Du atmest. Deine Familie ist bei dir. Aber hier ist die Wahrheit, die kein Überlebenstrainer erwähnt. Die nächsten 36 Stunden sind gefährlicher als die Flammen. Nicht wegen des Feuers, sondern wegen des Schocks.
des Traumas und der verzweifelten Entscheidungen von Menschen, deren gesamter Besitz in Asche verwandelt wurde. Die Statistiken sind gnadenlos. 38% der Menschen, die bei einem Brand ums Leben kommen, sterben, weil sie zurückkehren. Nicht beim ersten Fluchtversuch, sondern beim zweiten Mal, wenn sie wieder hineingehen. Die Wissenschaft dahinter: Der Brand, den sie vor 150 Sekunden verlassen haben, hat sich verdoppelt. Exponentialfunktion. Ein brennender Raum ist nun zu einem brennenden Stockwerk geworden. Die Temperatur ist um 600 Grad Celsius höher. Der Rauch ist dreimal so dicht. Der Sauerstoffgehalt hat sich halbiert. Wenn sie hineingehen, werden sie innerhalb von 20 Sekunden ohnmächtig. Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten und Wärmebildkameras finden sie 2 Meter von der Tür entfernt. Sie sind tot, wegen einer Tablette. Protokoll: Wenn sie draußen sind, bleiben sie draußen. Keine Ausnahmen. Keine Ausnahmen für Dokumente, keine Ausnahmen für Schmuck, keine Ausnahmen für Haustiere. Das ist hart, ich weiß. Aber ihr Hund hat Instinkte und 4 Beine. Sie haben Gefühle, die sie zurück in die Hölle ziehen. Was ist wertvoller? Ihre Katze oder dass Ihre Kinder nicht zur Beerdigung gehen müssen? Rufen Sie von draußen die Feuerwehr. Wenn Sie in Sicherheit sind, rufen Sie 112 an. Nennen Sie die Adresse und sagen Sie, alle sind evakuiert worden. Melden Sie sofort, wenn jemand fehlt. Die Feuerwehrleute bringen die Menschen mit ihrer Ausrüstung nach draußen, nicht Sie. Die psychologische Realität, dass niemand überleben kann. Der psychische Zusammenbruch nach einem Hausbrand folgt einem vorhersehbaren Muster. 0 bis 4 Stunden. Adrenalin. Man funktioniert mechanisch. Telefonate, Versicherung, Organisation einer Notunterkunft. 4 bis 20 Stunden. Zusammenbruch. Das Adrenalin lässt nach, die Realität setzt gnadenlos ein. Du hast nichts außer dem, was du am Leib trägst. Keine Medikamente, keine Ausweispapiere, keine Zukunft, die so aussieht wie gestern. 20 bis 60 Stunden. Gefährliche Entscheidungen. Menschen kehren zu den brennenden Trümmern zurück. Menschen treffen irrationale finanzielle Entscheidungen. Menschen vertrauen falschen Helfern, die ihnen ihr Geld stehlen. Protokoll für die ersten 36 Stunden. Dokumentieren Sie alles. Sofort beginnen Sie, das brennende Gebäude mit Ihrem Smartphone zu fotografieren. Der Zeitstempel beweist, dass Sie am Ort des Geschehens waren. Versicherungsgesellschaften hinterfragen alles. Beweise sind Ihr einziger Trumpf. Erstellen Sie noch in derselben Nacht eine vollständige Verlustliste. Bevor Ihr Gedächtnis beginnt, Details zu löschen. Möbel, Elektronikgeräte, Kleidung, Sammlungen, alles mit geschätzten Wiederbeschaffungswerten. Diese Liste ist bares Geld wert. Ohne diese Liste erhalten Sie nur eine minimale Entschädigung. Kontaktieren Sie Ihre Versicherung innerhalb von 18 Stunden. Nicht nächste Woche. Nicht, wenn Sie sich emotional besser fühlen. Sofort. In Versicherungsverträgen sind Meldefristen festgelegt. Wenn Sie diese Fristen versäumen, verlieren Sie Ihre Ansprüche. Zweiter wichtiger Schritt. Sichern Sie Ihre finanzielle Identität. Wenn Ihre Bankkarten, Ausweise und alles andere verbrannt sind, gelten Sie finanziell als nicht existent. Rufen Sie Ihre Bank an. Erklären Sie die Situation. Lassen Sie Ihre Karten sperren und beantragen Sie neue. Gehen Sie zur Polizei und melden Sie den Verlust Ihrer Ausweise offiziell. Ohne Ausweis können Sie kein Hotelzimmer buchen, kein Bargeld abheben und nichts unterschreiben. Heimliche Killer nach einem Brand. Eine medizinische Tatsache, die von den meisten ignoriert wird. Sie haben das Gebäude verlassen und fühlen sich gut. Ein tödlicher Irrtum. Eine Rauchvergiftung hat verzögerte Langzeitfolgen. Kohlenmonoxid bleibt nach der Exposition 5 bis 7 Stunden lang in Ihrem Blut. Symptome: Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Übelkeit, Sehstörungen. Da Adrenalin diese Symptome überdeckt, ignorieren Sie sie. Nach 14 Stunden werden Sie ohne Vorwarnung ohnmächtig. Gehen Sie sofort zum Arzt. Auch wenn Sie keine Symptome verspüren, lassen Sie Ihr Blut untersuchen, die CO-Konzentration messen und Ihre Lungenfunktion testen. Das ist keine Option, sondern überlebenswichtig. Der zweite unsichtbare Killer: Asbest und giftige Partikel. In Gebäuden, die vor 1995 gebaut wurden, ist Asbest in der Isolierung, im Bodenbelag und in der Dachdeckung enthalten. Beim Verbrennen werden mikroskopisch kleine Asbestfasern freigesetzt. Diese werden eingeatmet. Die Symptome treten nicht sofort auf. Nach 15 bis 40 Jahren manifestieren sie sich in Form von Lungenkrebs oder Mesotheliom. Lassen Sie Ihre Nikotinexposition medizinisch dokumentieren. Dies ist für zukünftige Versicherungsansprüche und medizinische Nachsorge sehr wichtig. Der dritte Killer: bakterielle Infektionen. Sie haben unsichtbare Mikroverbrennungen auf Ihrer Haut. Ruß und Chemikalien dringen in Ihre Haut ein. Wenn keine gründliche Reinigung erfolgt, entwickeln sich innerhalb von 30 bis 60 Stunden Infektionen. Duschen Sie nicht nur mit Wasser, sondern auch mit antibakterieller Seife. Waschen Sie jede Hautfalte, wie zum Beispiel hinter den Ohren, zwischen den Zehen und unter den Achseln.
Bakterien bevorzugen versteckte, feuchte Bereiche. Sehen Sie Blasen oder rote Schwellungen? Suchen Sie sofort einen Arzt auf. Verbrennungen zweiten Grades erfordern eine professionelle medizinische Behandlung. Die finanzielle Falle, die Sie ruiniert. Die Wahrheit über Versicherungen, die niemand ausspricht. Versicherungen zahlen nicht automatisch. Sie zahlen den gesetzlichen Mindestbetrag. Ihre Aufgabe ist es, jeden Euro zu erkämpfen. Fordern Sie sofort eine Vorauszahlung. Versicherungen sind verpflichtet, Notfallliquidität für Unterkunft und Grundbedürfnisse bereitzustellen. Diese liegt in der Regel zwischen 1.500 und 6.000 Euro innerhalb von 36 Stunden. Seien Sie hartnäckig. Seien Sie entschlossen. Dokumentieren Sie jeden Schaden mit Fotos. Untersuchen Sie die Brandrückstände gemeinsam mit dem Versicherungssachverständigen. Zeigen Sie alles genau auf. Übertreiben Sie nicht, aber spielen Sie auch nichts herunter. Jedes Detail ist wichtig. Halten Sie sich fern von Renovierungsfirmen, die unmittelbar nach dem Brand an Ihrer Tür klopfen. Das sind Opportunisten. Sie erkennen Ihre Hilflosigkeit und verlangen überhöhte Preise. Holen Sie mindestens 3 unabhängige Kostenvoranschläge ein. Vergleichen Sie diese sorgfältig. Nutzen Sie offizielle Handwerkerverzeichnisse und beauftragen Sie keine fremden Helfer, die Ihnen versprechen, sofort mit der Arbeit zu beginnen. Betrug nach einem Brand ist ein professionelles Geschäft. Würden Sie einem Fremden 20.000 Euro geben, nur weil er Sie freundlich anlächelt? Seien Sie skeptisch. Überstürzen Sie nichts. Seien Sie analytisch. Eine Lektion, die Beziehungen zerstört. Eine soziale Dynamik, in der niemand überleben kann. Nach einem Hausbrand zeigt sich, wer zur Familie gehört. Einige helfen bedingungslos, andere verschwinden spurlos. Wieder andere urteilen. Sie hören Sätze wie: Hatten Sie keinen funktionierenden Rauchmelder? Oder warum waren Sie nicht vorsichtiger? Diese Menschen verstehen die grundlegende Tatsache nicht. Brände betreffen jeden. Perfekte Häuser brennen nieder. Vorsichtige Menschen verlieren alles. Das ist keine moralische Schwäche. Es ist statistisch unvermeidlich. Bauen Sie sich ein Netzwerk aus Menschen auf, die wirklich etwas unternehmen. Nicht aus Menschen, die Mitleid haben und dann verschwinden, sondern aus Menschen, die Ihnen eine Unterkunft für eine Woche anbieten, Kleidung spenden, Ihnen bei Versicherungsunterlagen helfen und Sie zum Arzt bringen. Merken Sie sich, wer Ihnen wirklich geholfen hat. Diese Menschen sind unbezahlbar. Die anderen, die fragen, was ist passiert, und sich dann nicht mehr melden. Vergessen Sie sie. Verschwenden Sie Ihre Energie nicht an emotionale Parasiten, während Sie versuchen, Ihr Leben neu aufzubauen. Das ist die ultimative Wahrheit, die Sie am Leben hält. Brände sind kein Zufall. Sie sind statistisch vorhersehbar. Kurzschlüsse verursachen 28% aller Hausbrände. Unbeaufsichtigte Kerzen sind für 17% verantwortlich. Defekte Heizgeräte für 14%. Küchenbrände für 23%. Das bedeutet, 82% aller Brände lassen sich durch einfache Maßnahmen verhindern. Heute, nicht irgendwann, sondern heute. Ihre Checkliste für heute. Testen Sie Ihre Rauchmelder einmal im Monat. Knopf drücken, Alarm abhören, fertig. 60 Sekunden. Wechseln Sie die Batterien jedes Jahr, auch wenn sie noch funktionieren. Ersetzen Sie die Rauchmelder alle 8 Jahre komplett. Die Sensoren nutzen sich mit der Zeit ab. Überprüfen Sie die Elektroinstallation. In alten Gebäuden gibt es korrodierte Aluminiumkabel. Überlastete Mehrfachsteckdosen, an denen 6 Geräte angeschlossen sind wie Zeitbomben. Verteilen Sie die elektrische Last. Verwenden Sie separate Steckdosen für große Verbraucher wie Waschmaschinen, Trockner und Geschirrspüler. Reinigen Sie nach jedem Trocknungsvorgang den Flusensieb des Wäschetrockners. Flusen sind extrem brennbar. Jedes Jahr entstehen Tausende von Bränden in Wäschetrocknern. Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt. Keine Ausnahme. Nicht einmal für 90 Sekunden. Nicht einmal, wenn Sie nur kurz auf die Toilette gehen. Niemals. Bewahren Sie brennbare Flüssigkeiten sicher auf. Benzin, Terpentin, Propangas. Bewahren Sie diese niemals in Wohnräumen auf, in einer ausreichend belüfteten Garage oder einem Schuppen. Bewahren Sie Feuerzeuge und Streichhölzer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bringen Sie Kindern ab 4 Jahren die grundlegenden Brandschutzregeln bei und ignorieren Sie das Thema nicht, weil es Ihnen unangenehm ist. Investieren Sie in einen Feuerlöscher. Mindestens einen pro Etage, einen in der Küche. Lernen Sie, wie man ihn benutzt. Die PASS-Methode. Pull-Pin, Sicherungsstift ziehen. Aim low, nach unten zielen. Squeeze, Hebel drücken. Sweep side to side, seitlich hin und her schwingen. Üben Sie einmal physisch, damit Ihr Muskelgedächtnis in einer Paniksituation greift. Die letzten Worte, die niemand hören möchte. Sie glauben, dass dies andere betrifft. Sie glauben, dass Ihr Zuhause sicher ist. Die Statistiken sagen etwas ganz anderes. Allein in Deutschland
gibt es jedes Jahr mehr als 180.000 Wohnungsbrände. Das sind 493 Brände pro Tag, 20 Brände pro Stunde. Alle 3 Minuten bricht irgendwo ein neues Feuer aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Zuhause in den nächsten 25 Jahren abbrennt, 1 zu 3,8. Das ist keine Paranoia. Das ist Versicherungsmathematik, Statistik, harte Wissenschaft. Die Frage ist nicht, ob es passieren wird, sondern wann es passieren wird und wie gut Sie darauf vorbereitet sind. Die 5 Regeln, die ich Ihnen gegeben habe, sind keine abstrakte Theorie. Sie sind das Ergebnis von Erkenntnissen aus den Bereichen Brandforensik, Überlebensstatistik, Thermodynamik und Notfallmedizin. Sie können diese Regeln ignorieren. Sie können denken, dass das Anschauen dieses Videos als Vorbereitung ausreicht. Oder Sie können heute Abend Ihre Augen schließen, zu Hause auf allen Vieren kriechen, Ihre Rauchmelder testen, Ihre Familie zum Treffpunkt bringen und die 12 Minuten verbringen, die über Leben und Tod entscheiden. Was ist wahrscheinlicher, dies zu tun oder es auf später zu verschieben? Und später kommt nie? Ein Feuer wartet nicht, bis Sie bereit sind. Es fragt nicht um Erlaubnis. Er folgt nur den Gesetzen der Physik, Chemie und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Frage ist, wirst du ein statistisches Opfer sein oder ein vorbereiteter Überlebender? Die Entscheidung liegt bei dir. Es ist deine Familie. Es ist deine Verantwortung. Entscheide dich.